Hallo, hier ist der Jacques Michels für Inkish hier auf der Vespa in München. Und ja, viele Maschinen sind da auch, aber da sind da auch Leute, die die Maschinen ja auch nützen. Ne? Und wir stehen hier bei Online Printers, eine der Europas größte Druckereien. Und ich habe hier Peter. Hallo Peter, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut, danke schön, danke. Also, ja, erklär uns mal alle. Online Printers ist ein großer Name in der Industrie. Was haben Sie da und warum sollen die Leute eigentlich auf Ihre Website kommen? Ja, Online Printers ist tatsächlich einer der größten Produzenten in Europa und wir haben jetzt zusammen mit Druckhaus Nord und der Scandinavian Print Group ein Produkt entwickelt, eine White-Label-Lösung, und die richten wir an Druckereien oder auch an Werbeagenturen, Werbemittelhersteller, alle diejenigen, die große Bedarfe an Drucksachen haben. Okay, also das ist ja die B2B, wie man das so nennt. Okay, ja, man hat schon gesagt, Sie sind einer der Größten. Ne? Die Frage, die viele unserer Inkish-Viewer haben, die fragen sich ja natürlich, ja, wie machen die das? Ne? Und wie kommen die an so einen kleinen Preis für die Sachen? So, wie geht das so mal tagtäglich in Ihrer Druckerei voran? Wie geht das? Wie wir das machen? Ja. Online Printers ist mit den anderen Gruppen zusammen ein großer Produktionsverbund. Wir haben Produktionsstätten in Polen, Schweden, Dänemark, Großbritannien, in Spanien, aber natürlich auch in Deutschland. Und dadurch, dass wir überall Spezialisten haben, können wir natürlich sehr, sehr hochwertige Produkte zu guten Preisen anbieten. Ja, genau. Also es geht alles um die Effizienz, glaube ich, da. Ne? Und ja. Es geht um Effizienz, um Einkaufsvolumen, um viele Kundenwünsche. Wir haben sehr, sehr viele Spezialisten. Alles, was unsere Kunden wünschen, können wir auch realisieren. Das ist unser großer Vorteil, auch in großen Mengen. Ja, eure Strategie, soll ich so mal sagen, ist einen niedrigen Preis, glaube ich dann. Oder wie soll man das sehen? Nicht unbedingt, nein. Nicht unbedingt, okay. Wir sind zwar sehr günstig, wir versuchen auch die Preise an die Kunden weiterzugeben, aber wir legen auch sehr viel Wert auf Qualität, auf Service. Bei uns, bei Online Printers oder auch bei der Scandinavian Print Group oder auch bei Druckhaus Nord hat man immer einen persönlichen Ansprechpartner. Man wird nie allein gelassen. Auch bei komplizierten Druckvorhaben haben wir immer Experten, die sowas schon seit 20 Jahren machen. Ja, okay, super. Also du hast da gesprochen über die White-Label-Lösung. Ja. Ne? Was soll man sich da so... Was für Produkte kann man dann sich da so bestellen? Ja, also die White-Label-Lösung ist ein Produkt, das wir in Skandinavien schon sehr lange im Einsatz haben. Wir haben fast 500 Kunden in Schweden und Dänemark und gehen jetzt auf den deutschen Markt. Wir haben eine Vielfalt von Produkten. Zurzeit bieten wir 20 Produkte in der White-Label-Lösung an. Das wollen wir aber auch erweitern, auch in Kommunikation mit den Kunden, je nachdem, was für Bedarfe da sind. Im Moment haben wir Flyer, Banner, Poster, Kalender, viele ganz normale Drucksachen, Visitenkarten und solche Sachen und entwickeln das aber tagtäglich weiter. Ja. Die White-Label-Lösung ist so, dass wir das unseren Partnern anbieten möchten, dieses Ganze für sich selber zu nutzen oder auch für Kunden zu nutzen. Genau. Ich hatte ja von Druckereien gesprochen, Druckereien, die selbst große Aufträge haben, können vielleicht hin und wieder mal an die Grenze ihrer eigenen Produktion und dann können sie auf unsere Produktion zugreifen. Ja, okay. Ja. So eine gute Kombination, wie du sagst. Also ich bin da schon neugierig. Zum Beispiel, ja, man spricht ja viel davon, viele Mainstream-Druckereien, würde ich sagen, größere Druckereien in Europa, ja, die machen jetzt ja auch, die sehen ja auch, wie das Vorteile geben kann. Und die machen ihre eigenen Websites auch, Web2Print, und setzen auch auf Effizienz und Gangprinting. Ja. Fühlen Sie das auch im Markt, dass da mehrere Konkurrenz kommt oder wie sehen Sie das? Ich sehe das nicht unbedingt als Konkurrenz. Jeder versucht, so seine Nische zu finden. Ja. Wir haben mit unserer Lösung eine Komplettlösung, die wir kostenlos anbieten. Daher sind wir etwas anders als der Wettbewerb. Das, was wir hier anbieten, hat keine Einstiegsgebühr, auch keine laufenden Kosten. Der Kunde, der das nutzt, kann das einfach als Add-on nutzen. Er hat kein Risiko dabei. Es ist so, dass der Markt sich weiterentwickelt. Deswegen gehen wir jetzt auch auf den deutschen Markt, wo wir auch gesehen haben. Und wir werden auch in andere Märkte einsteigen. Ja. Also vielleicht noch eine Frage hier. Ja. Natürlich, ja, ich habe es auch gehört schon, Sie sind da auf letzten technologischen Stand, weil das muss ja alles ganz schnell durch den Workflow gehen.
ich frage da schon, was gibt es da als nächsten Step für Online-Printers? Haben Sie da auch schon an Robotik gedacht oder haben Sie das vielleicht schon? Sowas haben wir natürlich auch schon. Also unsere Produktionsstätten sind sehr modern. Wir tauschen unsere Maschinen permanent auch aus. Denn man weiß ja auch, dass moderne Maschinen effizienter sind, kostengünstiger sind. Und so bleiben wir natürlich am Ball. Ja, ja, genau. Also letzte Frage hier für ihn. B2B. Manche Druckereien, die ihre Kunden sind natürlich, stellen sich vielleicht schon auch die Frage, okay, wenn ich die brauche, was mit B2C? B2C machen wir jetzt ja auch schon mit Druckhaus Nord und auch mit Online-Printers selber. Wir sind da online und verfügbar, oder wir haben alle möglichen Produkte auch verfügbar im Moment schon. Mit dieser White-Label-Lösung bieten wir Druckereien auch an, B2C zu arbeiten. Unsere Oberfläche ist relativ simpel gestaltet, sodass jeder das auch bedienen kann. Ja, genau. Okay, und wir sind ja auf der Festbar hier und ich habe gesehen, Sie bieten ja auch als Großformat an. Ne? Ja. Ist das etwas Neues oder ist das schon länger im Portfolio? Das ist schon länger im Portfolio. Es wird jetzt immer stärker nachgefragt und auch die Materialien entwickeln sich dort weiter, sodass man da auch hochwertigere Drucke erstellen kann. Auch da sind wir natürlich immer vorne dabei. Ja, am Ball. Ja. Okay. Also die White Label, er kommt jetzt nach Deutschland. Ja. Welche anderen Länder haben Sie da noch, wo Sie das anbieten? Ihr habt ja mehrere Standorte. Wir kommen jetzt aus Skandinavien runter nach Deutschland, sage ich mal. Ja. Da wir ja Produktionsstätten in anderen Ländern haben, werden wir auch nach Spanien gehen, Portugal, das bestimmt auch. Und was wir festgestellt haben hier auf der Festbar, ist sehr, sehr international und wir haben Anfragen aus der ganzen Welt. Wir haben Leute aus USA, aus Südafrika, die dieses Tool nutzen möchten. Da sind wir in Verbindung und sprechen und gucken, was wir da machen können. Letztendlich produzieren wir in Europa und wir werden wahrscheinlich erstmal im europäischen Markt uns da weiterentwickeln. Gut zu wissen. Okay, vielen Dank für das Gespräch und schönen Tag weiter. Wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön.